Hallo Freunde, hier ist wieder Dea und ihre treue, flauschige und unermüdliche Freundin Maria. Sie lieben Abenteuer und machen sich wieder auf den Weg. Denn Deutschland zu entdecken ist für sie zu einer echten Tradition geworden. In der letzten Folge sind Dea und Maria nach Triberg gereist. Ein echtes Märcheneckchen. Sie bewunderten den tosenden Wasserfall, warfen einen Blick in den zauberhaften Kuckucksuhrenladen, spazierten durchs Schwarzwaldmuseum und hatten Spaß in Triberg Fantasy und Tribergland. Es war wirklich zauberhaft. Und wer es verpasst hat, den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt ein neues Kapitel in ihrem Abenteuerjournal. Dea und Maria sind auf der Insel Mainau angekommen. Eine wahre, blühende Oase mitten im Bodensee. Hier blühen die Blumen das ganze Jahr, Palmen recken sich zur Sonne und im Schmetterlingshaus fliegen hunderte bunter Schönheiten. Als wäre man in ein lebendiges Märchen geraten. Die Insel ist voller Grün und Düfte und die Ausblicke ringsum sind zum Atemanhalten schön. Aber bevor es weitergeht, hat Maria eine wichtige Ankündigung. Freunde, wenn ihr unseren Kanal abonniert, verspreche ich, kein Picknick in eurer Tasche zu machen. Selbst wenn da Erdnüsse, Käse und ein paar Bonbons sind. Also vergesst nicht, einen Like dazulassen, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken und los geht's zu neuen Abenteuern zusammen mit Dea und Maria. Also, los geht's, ganz in den Süden Deutschlands. Heute fahren wir an den Bodensee, einen der malerischsten Orte in ganz Europa. Hier versteckt sich ein echtes Blumenparadies, die Insel Mainau. Sie gehört zu den 3 größten Inseln im See und weiß ganz genau, wie man mit märchenhafter Atmosphäre überrascht. Mainau ist weltweit bekannt. Und stell dir vor, jedes Jahr kommen über 1 Million Besucher hierher, aus allen Ecken der Welt. Der Eintritt zur Insel ist kostenpflichtig, zwischen 25 und 29 Euro. Aber Dea und Maria hatten Glück. Bis 12 Jahre ist der Eintritt kostenlos. Um auf die Insel zu gelangen, muss man über eine kleine Brücke gehen, von der sich ein unglaublicher Blick auf den Bodensee eröffnet. Und in der Ferne kann man sogar die Alpen sehen. Und dieses Wasser hier, unglaublich, türkisfarben. Man möchte einfach hineinspringen. Kaum betrittst du die Insel, wirst du sofort von Blumenskulpturen empfangen. Sie sind riesig, bunt und einfach erstaunlich. Um so eine Schönheit zu schaffen, braucht man tausende Blumen für ein einziges Kunstwerk. Glaub mir, das ist wirklich viel. Die Blumen werden nach Größe, Farbe, Höhe und sogar nach ihrer Blütezeit ausgewählt. Und jetzt stehen wir schon am Eingang zum Schmetterlingshaus. Wir haben uns sehr beeilt, genau hierher zu kommen, denn es hat nur bis 18 Uhr geöffnet. Danach machen die Schmetterlinge eine kleine Pause von ihren Gästen. Dea und Maria sind in einen echten tropischen Wald eingetaucht. Hier ist es immer warm wie im Sommer, etwa 26 Grad und sehr, sehr feucht, wie nach einem Regen. Denn genau das mögen Schmetterlinge. Übrigens, sie haben keine Zähne. Sie trinken Fruchtsaft von Bananen, Ananas, Orangen mit einem langen Rüssel, wie durch einen Strohhalm.
Die Schmetterlinge fliegen überall herum. Über deinem Kopf, um die Blumen herum. Sie setzen sich auf Blätter. Und manchmal sogar direkt auf dich. In diesem Häuschen leben gleichzeitig zwischen 700 und 1000 Schmetterlinge. Stell dir vor, als ob alle Schüler deiner Schule sich in Schmetterlinge verwandelt hätten und jetzt um dich herum flattern. Es gibt hier auch einen kleinen Teich mit vielen bunten Fischen und ein leises Wasserspiel, als würde es flüstern. Und hier lebt auch ein Papageienpaar. Ziemlich laut, aber wunderschön und total spannend. Und wenn man unter der Brücke hindurchgeht, kann man Schildkröten treffen, die Ruhe genießen. Sie liegen einfach da und haben es nicht eilig. Unser Tipp für dich, wenn du möchtest, dass sich ein Schmetterling auf deine Schulter setzt, zieh bunte Kleidung an. Sei ruhig, freundlich und ganz wichtig, lächle. Das lieben Schmetterlinge. Wenn du das Schmetterlingshaus verlässt, siehst du ein großes Blumenbeet, aber kein gewöhnliches, sondern ein etwas stacheliges, mit vielen großen und kleinen Kakteen. Und dann erwartet dich eine Allee wie aus einem Märchen, mit wunderschönen Bäumen. Hat uns an irgendeinen Zeichentrickfilm erinnert. Wir kommen nur nicht drauf, an welchen. Schreib's in die Kommentare, hilf uns auf die Sprünge. Schau dir nur an, was für riesige Bäume hier wachsen. Eichen, Kastanien und sogar Mammutbäume. Sie können über 100 Jahre alt sein. Und das dazu? Sind das Bananenblätter? Und das hier ist ganz sicher Bambus. Und hier steht er vor uns, ein schneeweißes Barockschloss mit knallroten Fensterlädern. Es sieht aus, als käme es direkt aus einem Zauberbuch, mit Türmen, alten Toren und einem gemütlichen Innenhof. Man hat das Gefühl, es ist nicht einfach nur ein Gebäude, sondern ein echter Palast für Prinzessinnen und Prinzen. Dieses Schloss ist fast 300 Jahre alt. Es war das Zuhause von Graf Lennart Bernadotte, ein echter schwedischer Prinz, der bis 2004 hier lebte. Er war nicht nur ein Herrscher, sondern ein wahrer Gartenzauberer. Er träumte davon, dass jeder, der diesen Ort betritt, sich wie in einem Märchen fühlt. Und das Schloss gehört bis heute seiner Familie. Hier wachsen Bäume mit echten Orangen, Zitronen und Limetten. Ja, nicht nur in Italien, auf Mainau. Dank des milden Klimas und der liebevollen Gärtner gedeihen sogar Zitrusfrüchte. Wenn man die zauberhafte Treppe hinabsteigt, gelangt man in ein echtes Blumenparadies. Das ist einer der schönsten Gärten Europas. Im Frühling blühen hier ganze Felder von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Maiglöckchen. Und jetzt tausende Rosengewächse in hunderten verschiedenen Sorten. Es gibt winzige, es gibt große, mit Blütenblättern wie Schmetterlingsflügel. Farben von reinem Weiß bis tiefem Violett. Und die Düfte erfüllen die ganze Luft, als hätte jemand ein großes magisches Parfümfläschchen geöffnet. Und direkt zu deinen Füßen eine Terrassentreppe mit Brunnen, die sich elegant nach unten schlängelt. Das nennt man die italienische Blumentreppe. Ringsum Blumen, Büsche, steinerne Vasen und grüne Bögen. Alles wirkt ordentlich, wie ein zauberhaftes Schachbrett aus Pflanzen. Und da sind wir wieder am Bodensee, riesig und glänzend wie ein Spiegel. Und dahinter Berge, kleine Häuser, Boote, als wären wir in eine Postkarte eingetaucht. Dea und Maria wollten herausfinden, haben sie wirklich schon alles auf der Insel gesehen? Eine kleine Holzbrücke führte uns zu einem Blumenpavillon. Er scheint aus lebendigen Blüten gewoben zu sein. Rot, rosa, violett. Hier ist es still. Man hört nur das leise Plätschern des Wassers. Und weiter eine grüne Wiese. Hier kann man sich ausruhen, sich ins Gras legen oder auf einer Bank sitzen, dem Vogelgesang lauschen
und einfach den Sommer genießen. Direkt am Hang flauschige Schäfchen, die friedlich das Gras zupfen. Und dort echte Esel. Sie stehen hinter einem Faunst und wackeln fröhlich mit den Ohren. Einige von ihnen freuen sich, wenn man ihnen saftige Karotten oder frische Äpfel anbietet, aber bitte nur mit Erlaubnis. Ein Stück weiter entdecken wir ein echtes Kinderkönigreich. Hier gibt es so viel zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hinschauen soll. Rutschen, Schaukeln, Kletterseile, Häuschen, Sandkästen. Eine ganze Kinderstadt mitten in der Natur. Und man kann hier sogar selbst einen echten Mini-Bagger oder Kran steuern. Ja, mit echten Hebeln. Für einen kleinen Beitrag bekam Dea ein echtes Bauerlebnis. Und hier ist das Floß, eine kleine Fähre, mit der unsere Heldinnen ans andere Ufer übergesetzt sind, wie echte Seefahrerinnen. Und so geht unsere heutige Reise zu Ende. Dea und Maria ruhen sich aus, sammeln Kraft für den Heimweg. Wenn euch dieses Abenteuer gefallen hat, drückt unbedingt Gefällt mir, abonniert unseren Kanal und schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Das bedeutet uns sehr viel. Und vergesst nicht die Glocke, damit ihr kein neues, zauberhaftes Video verpasst. Danke, dass ihr mit uns gereist seid. Bis zum nächsten Mal. Es wird noch spannender. Und denkt daran, jede Reise ist ein Märchen und das Wunder beginnt mit dem ersten Schritt.